Ja, hallo, ich begrüße dich. Ich bin Zhongwan Fu, Till Ahrens, und im folgenden Video möchte ich wieder ein paar befreiende Gedanken mit dir teilen. So, was gibt es heute zu erzählen? Da bitte ich die Buddhas und Bodhisattvas der 3 Zeiten und 10 Richtungen um Unterstützung. Die Basis des Dharma, der befreienden Lehre, die absolute grundlegendste Lehre, die der Buddha nach seiner Erleuchtung gelehrt hat, das sind die 4 edlen Wahrheiten. Und man könnte sagen, dass alle buddhistischen Schulen und Richtungen und Traditionen darin übereinstimmen, dass das die Basis ist. Wer diese Lehren versteht, der hat eine Methode, etwas in der Hand, ein Tool in der Hand, mit dem man sich beständig weiterentwickeln kann. Es gibt weiterführende Lehren, aber diese 4 edlen Wahrheiten sind die absolute Basis, und deswegen ist es so wichtig, dass wir diese verstehen. Ich werde im Folgenden jetzt nur einen kurzen Überblick geben, und natürlich macht das Sinn, wenn du diese Lehren tiefer studierst, da tiefer einsteigst und dich damit intensiver auseinandersetzt. Im Folgenden also eine Zusammenfassung, einen kurzen Einblick. Die erste edle Wahrheit ist die Wahrheit, dass es Leiden gibt. Ja, das kennen wir alle. Leiden, es gibt keine menschliche Existenz, die nicht schon Leiden erlebt hat. Dazu gehören verschiedene Arten von Leiden. Ganz schlicht hat der Buddha die Leiden von Alter, Krankheit, Tod erwähnt, dass wir also alle in dieser Existenz alt werden müssen. Da führt kein Weg dran vorbei, und wir werden auch krank werden, und in der Regel, wenn wir älter werden, macht der Körper mehr Probleme, und irgendwann war's das, dann hört das Leben auf, dieser Körper hört auf zu funktionieren, das nennt man dann definitiv Krankheit. Ja, und dann sterben wir. Und diese Leiden müssen wir alle durchgehen. Und die Lehre Buddhas bietet nun den Ausweg daraus, dass wir also diese Leiden nicht mehr erleben müssen. Kurzum, wir haben also die erste edle Wahrheit des Leidens, und dann das zweite wäre, es gibt eine Ursache des Leidens, oder anders ausgedrückt, es gibt einen Weg, der zum Leiden führt. Also wenn wir unwissend sind, ignorant sind, dann ist das sehr wahrscheinlich, dass wir diesen Weg weiterhin beschreiten, der uns weiter tiefer ins Samsara, im Daseinskreislauf verstrickt, wo wir dann leidvollere Emotionen und Zustände erleben. Und das Gute ist, Buddha hat durch seine Erleuchtung vor circa 2500 Jahren demonstriert, dass es einen Ausweg gibt, dass es einen Geisteszustand gibt, der vollkommen das Leiden überwunden hat. Und diesen Geisteszustand hat er Nirvana genannt. Ja, es gibt Samsara, das ist der Kreislauf des Leidens, wo wir die Emotionen, die Kleshas heißt es auf Sanskrit, also Emotionen und konzepthaften Schleier erleben. Dazu gehören Verwirrung, Dummheit, Arroganz, Stolz, Neid, Eifersucht, Verlangen, Begierde, Geiz, Ärger, Wut, Hass. Ich denke, ich habe die grundlegenden jetzt aufgezählt. Falls ich was vergessen habe, schreibt es gerne unten in die Kommentare. Nobody is perfect, außer Buddha. Der ist perfekt. Und wenn ich an Buddha denke, ein kurzer Schwenk, dann muss ich sagen, ich bin tatsächlich dann überzeugt, es hat niemals ein perfekteres Wesen auf diesem Planeten gewandelt. Und das ist eine große Herausforderung, wenn wir diesen Buddha folgen wollen, dass wir nicht in Frustration enden und aufgeben, weil Buddha einfach alle perfekten Tugenden und Qualitäten besitzt. Und dann, wenn wir Buddha
Buddhas Leben, Buddhas Qualitäten, Buddhas Lehre studieren, dann sehen wir, dass wir als Menschen wir sind voll von Fehlern und dann entsteht Demut, wenn wir sehen, dass wir noch nicht vollkommen sind und dass diese Vollkommenheit wirklich etwas Außergewöhnliches ist, die der Buddha vorgelebt hat. Das ist schon, das ist wirklich spannend und oh, da kommt jemand, aber ich rede trotzdem weiter. Also, es gibt einen Weg dorthin. Das ist also dann das Gegenstück zur zweiten edlen Wahrheit, dass wir einen Weg zum Nirvana, das heißt zur Befreiung, zum Gegenstück von Samsara haben. Und das ist der sogenannte achtfache edle Pfad. Und da jetzt da ein paar Menschen kommen, beende ich das Video und werde dann über den achtfachen Pfad in einem weiteren Video berichten. Euch erstmal alles Liebe, den Segen Buddhas und aller Bodhisattvas und anderen erwachten Wesen. Lasst euch das gut gehen, praktiziert und meditiert und studiert die Lehre Buddhas, um den vollständigen Segen zu erhalten. Ciao, ciao.